ihr seid bei Heidi Leimt, heute den zweiten Teil von dem Basic Halbleinen. Den Rücken hatten wir aufgemacht. Nun brauchen wir rechts und links noch ein Schmuckpapier oder aber auch ein neutrales Papier. Arbeitet sauber, schaut gut zu. Bis dann. Was wir jetzt brauchen, wir haben ja die vorbereitete Decke vom letzten Mal, ist schon mit Leinen im Rücken bezogen. Dann brauchen wir ein wenig Schmuckpapier und wir brauchen Papier als Gegenzug. Eine Schere, ein Messer, ein Falzbein, Lineal und Bleistift sowie Leim. Als erstes müssen wir die Punkte festlegen, an denen wir das Papier nachher anlegen möchten. Ich habe das Ganze so geplant, dass ich nachher rundherum 1,5 cm Materialzugabe habe. Ich zeige euch das von hinten. Rundherum 1,5 cm. Jetzt muss ich das noch anzeichnen, damit ich es nachher wirklich gerade auflege. Man sieht da wirklich die kleinsten Ungenauigkeiten. 1 mm ist gut sichtbar in der Regel. Also sehr genau anzeichnen. Ich habe das Ganze jetzt so geplant, dass es von dieser Kante nach innen 10,5 cm sind. Das zeichne ich mir mit 2 Punkten oben und unten an. Einmal, zweimal. Jetzt lege ich mir die Decke so hin, dass der Rücken in der Waagerechten ist. In dieser Position kann ich das Papier besonders schön anlegen. Ich schmiere mal das Papier an. Warte, bis das Papier ein bisschen sich gedehnt hat. Wenn ihr es direkt verarbeitet, dann könnte es sein, dass sich Luftblasen bilden, weil das Papier sich dann nach dem Aufkleben noch dehnt. Man sieht, das Papier fängt an, sich zu wellen. Und wenn wir das Gefühl haben, es ist ausgedehnt, also es legt sich langsam wieder flach, dann können wir anfangen zu kleben. Jetzt greifen wir mit den Zeigefingern an den Ecken der langen Seite. Einmal, zweimal und heben das Papier hoch. Die Daumen sind trocken und liegen oben auf dem Papier. Wir setzen am ersten Punkt an, verdecken ihn leicht und machen das nun unten auch. Dadurch spannt sich das Papier hier ganz sauber. Jetzt reiben wir es an. Achtet darauf, dass ihr keinen Schmutz an den Händen habt, damit ihr euch jetzt auf das Papier keinen Leim holt. Gut über den Tisch mal reiben, damit ihr sicher seid, dass hier kein Leim ist. Jetzt können wir es umdrehen und die Ecken anschneiden. Ecken anschneiden, schaut mal nach, dazu gibt es ein passendes Tutorial. Jetzt ziehen wir das Ganze über die Kante, oben und unten zuerst einschlagen. Jetzt mit dem Falzband die Ecken einziehen, ebenfalls hochschlagen. Nochmal umdrehen, so sieht das jetzt aus. Jetzt werden wir als allererstes diese Seite sauber schneiden. Und zwar auf 1 cm Breite. Ihr nehmt also das Lineal und macht euch Anzeichnungen genau bei 1 cm. Jetzt schneiden wir das Ganze mit dem Cutter sauber. Wichtig dabei ist, wir schneiden nur auf der Pappe und nicht hier im beweglichen Falz. Hier ist die Pappkante und da endet auch der Schnitt, weil wir wären sofort durch diesen dünnen Falz durch, wenn wir mit dem Cutter dort schneiden würden. Um sicher zu sein, dass wir da nicht reingeraten, machen wir hier erstmal auf der Pappe einen Querschnitt. Und jetzt nehmen wir das Lineal, setzen sie an die angezeichneten Punkte an und schneiden sauber. Alle 3 Seiten schön sauber schneiden. Jetzt gehen wir mit dem Messer darunter. Seht ihr, ihr könnt es jetzt einfach ablösen. Und habt eine ganz saubere Kante. Das gilt auch für das Leinen.
müssen wir hier auch einen Gegenzug kleben. Immer wenn wir von der einen Seite was draufkleben, sollten wir von der anderen Seite auch etwas draufsetzen. Wir nehmen also jetzt ein Stück Papier und damit wollen wir einmal die Höhe des Materials ausgleichen und wir wollen einen Gegenzug schaffen. Das Papier vorne ist feucht und beim Trocknen wird es sich zusammenziehen. Es hat also Zug. Und damit von hinten derselbe Zug drauf ist, kleben wir von hier dieser Seite ebenfalls noch ein Papier auf. Jetzt müssen wir das Papier erstmal auf die richtige Größe bringen. Wir legen das Papier gegen die Kante des Schmuckpapiers und zeichnen auf der anderen Seite an. Das Papier soll nicht überlappen, sondern auf Stoß nachher gegen das Schmuckpapier sitzen. Hier auf der Seite auch nochmal. Jetzt habe ich 2 Markierungen. Dann schneide ich mir das erstmal ab. Nehmt das Papier und kontrolliert nochmal, dass ihr wirklich nicht überlappt, sondern dass es auf Stoß sitzt. Das sitzt ganz sauber. Jetzt lege ich das hier ein. Und falze das Papier so zurück, dass es etwas kürzer als die Graupappe ist. Also kurz vor dem Fall, das ist das Gelenk des Buches, knicke ich das Papier um, falze es um. Und an der Stelle könnt ihr es gerne reißen, denn eine gerissene Kante sieht man nachher weniger als eine geschnittene. Wir legen uns die Decke so hin, und zwar, dass die geschlossene Kante jetzt von uns wegliegt. Hier setze ich jetzt das Papier ein. Ich schmiere nochmal an. Und wieder warte ich etwas, deswegen habe ich das Papier jetzt auch ein bisschen zu kurz geschnitten, also nicht genau bis zur Pappkante, sondern etwas kürzer, weil es sich jetzt ebenfalls noch dehnt und das heißt, es wird etwas breiter. Wichtig ist, wie immer, die Laufrichtung der Papiere, die wir verarbeiten, ist parallel zum Rücken. Jetzt greifen wir an die geschnittene Kante und auch zu uns zugewandt ist die gerissene und setzen die geschnittene Kante sauber in die Ecken. Jetzt können wir noch ein bisschen schieben und reiben jetzt die Luft zum Rücken hin raus. So sollte es aussehen. Die zweite Seite arbeitet ihr einfach genauso. Ich habe es geschafft, jetzt seid ihr dran. Ein Halbleinen ist fertig, arbeitet sauber, arbeitet langsam, arbeitet genau. Dann kriegt ihr wirklich ein schönes Ergebnis. Ich bin mir sicher, wenn ihr euch etwas Zeit lasst, kriegt ihr das hin. Liked mich, teilt mich, abonniert mich. Nächste Woche geht es dann weiter und den Buchblock einmachen, das Kapitalband kleben, das Leseband setzen. Das kennt ihr schon alles. Schaut euch die alten Tutorials an. Bis dann, ciao!